Zieht euch mal die verdammte Membrane rein. Ihr seht, das hat nichts mit Töpfen zu tun. Ich freue mich drauf, weil ich habe schon immer ins Guinness-Buch der Rekorde und das Prachtstück bringt mich hoffentlich dorthin. Hey, passt auf, etwas zwischendurch. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Mofakult Channel. Dort wird ein Hobel verlost. Und zwar ein geiler Maxi N, Originallack, Originalzylinder. Also wirklich ein absolutes Prachtstück. Joho! Der Hobel geht an einen von euch. Was müsst ihr machen? Bis am 16. Dezember alle Kanäle abonnieren auf dem YouTube. Das heisst Tutorials, Mofakult Channel, Signature und die 2 Instagram-Kanäle. Signature, Mofakult, abonnieren. Also macht die 5 Klicks, weil dann habt ihr die Chance auf das geilste Weihnachtsgeschenk ever. Also ich wünsche euch viel Glück. Ihr seht es. Töffli ist zwar eine grosse Leidenschaft, eine sehr grosse Leidenschaft von mir, aber mein Herz schlägt für noch ganz viele andere Sachen. Ich wollte schon immer irgendwelche Sachen bauen für das Guinness-Buch der Rekorde, das heisst Weltrekord. Das ist das Ziel, und zwar mit einer fahrenden Bierkiste. Nicht einfach irgendeine, sondern die schnellste. Fastest Bier... was auch immer. Was heisst Kiste? Bierbox. Nein, sorry, schon gut. Für das habe ich mir natürlich vorab schon mal einige Gedanken gemacht, weil ich kann vor allem sehr gut fluchen auf Englisch. Bier Crate, Bierkiste. Also, da haben wir es. Aha, there is no current record holder for this title. Ich habe mich bereits auch schon mit ihnen in Verbindung gesetzt, weil ich brauche ja die ganzen Richtlinien, oder? Was muss ich erfüllen, dass das quasi akzeptiert wird? Also die Bierkiste, die darf Maß von 40 cm nicht übersteigen. Jetzt ist es natürlich so wie gedacht, es ist nicht ganz ohne. Der komplette Antriebsstrang, Motorräder, Tank, Batterie, Rahmen und so weiter muss sich in der Bierkiste befinden. Das, was ihr jetzt hier vor mir seht, ist einfach einmal quasi das Triebwerk, wenn man dem so sagen will. Also da brauche ich ordentlich Schmackes. Mein Ziel sind 90 km/h. 90 km/h auf dem kleinen Kistchen. Das hat dann gerade noch weitere Herausforderungen, weil ich bin einmal auf eine Bierkiste gehockt. Ich habe gemerkt, da hat es noch ein paar Sachen, die noch ein bisschen im Weg kommen. Also ich bringe mich eigentlich gar nicht anständig dort drauf. Das Fahrzeug muss von einem auf der Bierkiste sitzenden Fahrer gesteuert werden. Weil mein Ursprungsplan war halt immer, ich habe gemeint, ich sei schlau. Und ich hätte dann eben die Bierkisten so gebaut, dass ich drüber liegen kann. Oder? Weil der Schwerpunkt natürlich viel tiefer ist. Und wenn ich natürlich hocke, dann ist das Schwerste am ganzen Gefährt. Das ist ein bisschen Scheiß, aber das wird natürlich relativ heftig. 90 km/h so nah am Boden wird nicht ganz ungefährlich, aber natürlich macht es genau das umso geiler für mich, für euch. Voll. Die Konstruktion des Fahrzeugs muss vorab genehmigt werden. Das ist ein wichtiger Punkt. Ja, die sind recht streng, die Sachen. Auch wenn die Teile nicht von kommerziellen, professionellen Unternehmen hergestellt werden, ist ein angemessener Standard der Verarbeitung erforderlich. Was kommt für Motoren? Ich habe mir extrem viele Gedanken gemacht. Man braucht einfach eine brachiale Leistung. Plus Bierkisten, so 100-120 Kilo auf 90 beschleunigen, auf ehrliche 90 natürlich, mit dem Laser gemessen. Da braucht es einiges. Und man hat natürlich auch nicht 5 Kilometer lang Zeit, das darf nicht bergab gehen, nichts. Deshalb 34er Vergaser, ordentlicher Motor, ein Rotax Max. Kommt natürlich aus der Car-Szene. Von der Einbaumasse her ist das natürlich das absolut kleinste, was es gibt mit dieser Leistung. Mit dem richtigen Auspuff und allem drum und dran hat das Ding sage und schreibe 30 PS. Das ist brachial für 125 Kubik. Natürlich, wie ich gesagt habe, Auspuff, alles muss in der Kiste rein sein, also dort machen wir extreme Abstriche. Wir können keine rechten Resonanzkörper machen, wir haben einfach viel zu wenig Volumen, Weg etc. Ich sage mal, wenn ich am Schluss ehrliche 20 PS habe am Rädchen,
dann bin ich mehr als happy. Es gibt eine riesige Herausforderung, ich stehe auf Herausforderungen. Ich hoffe, ihr fiebert mit. Das wird sich über ein paar Monate ziehen. Es hat diverse Knackpunkte, die wir hier lösen müssen. Bierkiste, 90 km/h, 100 Kilo oben drauf. Let's go! Der Werkding hat ja bereits mal eine Kiste gemacht. Die hole ich jetzt ganz schnell. Vielen Dank. Das ist die Bierkiste. Ich muss jeden Millimeter da rein haben. Und darum habe ich gedacht, er soll mir doch etwas machen. Aus möglichst dünnem Material und das Maß absolut ausgenutzt. Oder? Ich will natürlich eine alte Bierkiste, also im Stil von einer alten Bierkiste. Die alten Bierkisten sind halt einfach, die Holzdiele sind halt einfach irgendwie 12-15 mm dick. Mal 2, dann hat man 3 cm weniger Platz da drin. Und die 3 cm könnt ihr schon verarschen. Darum möglichst dünn. Klar, es ist neu, aber das ist ruckzuck auf alt gemacht. Und das wären das ganze Gefährt. So sieht das aus. Das Kistchen, das muss möglichst nahe am Boden. Jetzt fällt mir aber gerade etwas auf, was ich nämlich schon falsch gemacht habe. Jetzt kommt nämlich schon der erste Fehler. Ich habe ihm gesagt, 40, 40, 40. Das hat er natürlich genau so gemacht. Jetzt sehe ich aber, da ist auch 40. Das ist natürlich schon falsch, weil ich muss ja Bodenfreiheit haben. Ich will 10 mm, ja, vielleicht ein bisschen mehr. 15 mm Bodenfreiheit will ich. Vielleicht 20. Mal schauen. Irgendwo einfach wenig. Also muss ja die Kiste schon mal ein bisschen kürzer sein. Sorry an dieser Stelle, Edsel. Hast du schön gemacht. Das Ding ist natürlich, das Teil das braucht Luft. Ohne Ende. Da haben wir den Kühler. Der ist aber noch zu gross. 40 dürfte das hoch sein. Der hat jetzt ohne Deckel hat der schon die 40. Oder? Und da ist jetzt halt einfach das Problem, der Deckel drauf und alles geht nicht. Klar, so geht es auch nicht, weil es ist ja auch 40. Also der Deckel hat einfach keinen Platz. Also da suche ich einen anderen Kühler, der muss kleiner sein. Irgendein Ölkühler vom Auto, irgendetwas. Die Hitze von dem ganzen Motor muss auch weg. Darum habe ich mich für die Oldschool-Variante entschieden. So sieht das aus. Ihr merkt, ich bin eigentlich extrem elastisch. Es ist unheimlich schmal. Ich oben schwer. Und wenn ich mir vorstelle, da mit dem 90er, das ist abartig. Das ist wirklich abartig. Ja, gut, man geht nicht tief. Dann ist das okay, oder? Fußraster weiss ich schon mal, die kommen hier hin. An den Rahmen an, hinterst hin. Und dann, da, Steuerrädchen. Das ist natürlich Quatsch, oder? Weil ich brauche natürlich einen Lenker. Erstens ist es praktischer, hast mehr Breite. Und zweitens, du kannst viel, viel feiner justieren, oder? Irgendwie sowas. Und ihr seht, da ist noch etwas im Weg. Ich muss da vorne noch ein bisschen tiefer runterkommen, oder? Also, weil je tiefer dass ich da natürlich bin, umso besser ist es. Aber man muss gut Halt haben, weil wenn irgendein Stein kommt oder irgendetwas und das haut die Bierkiste hin mit dem Rädchen rauf und du hast nicht einen sauberen Halt, wo du da richtig klemmen kannst, dann haut es dich um, oder? Der Grundrahmen, der dann da perfekt reinpasst, werde ich aus 30er Vierkantrohr machen, 3 mm Wandstärke. Das ist brutal robust. Dann wird das eine Stahlplatte geben, die ich dann einschweisse. Ich denke, eine 5 mm Stahlplatte als Grundplatte und natürlich auch, dass der Wind nicht unten rein kann, wo ich den ganzen Motor draufschrauben kann. Es wird relativ aufwendig, da gibt es natürlich Haltelaschen. Man sieht, da unten hat es Gewind, also das ist geil, ich kann das von unten her verschrauben. Zusätzlich werde ich aber hier noch Haltelaschen machen, dass ich da auch noch zusätzlich mit Gewindbölzen, mit Gewindstangen kann das Ganze ein bisschen verstreifen, weil auch wenn das dann am Schluss nur 20 PS sind, das zieht dann eben doch ordentlich an dem Zeug, oder? Da haben wir das Membranchen. Da. Und dann haben wir den Vergaser, oder? Und das ist jetzt noch ohne Luftfilter. Dann haben wir da bereits schon 35. Halt, der Auspuff kommt auch noch. Da habe ich so einen Stutzen. Da kann ich dann selber einen Auspuff dran anschweissen. Aber da, auch wenn ich den Bogen knapp nehme, muss ich ja gleich noch etwa 50. Ja, das wird heftig. Ja, das wird richtig heftig. Also wir haben dann noch 2 cm für einen Luftfilter, oder? Das zweite Problem ist natürlich Antrieb. Ihr seht da, das ist jetzt ein Rotax-Motor mit Fliehkraftkupplung. Ich habe natürlich unheimlich wenig Platz für eine Achse. Oder ich muss da irgendwie noch eine Übersetzung machen.
wo ich spielen kann, wenn ich sage, hey, ich brauche mehr Dampf, ich brauche mehr Geschwindigkeit. Natürlich, der Dr. Ampere, der Cyril, wird mir das CAD zeichnen, wird das rechnen, was man theoretisch für eine Geschwindigkeit anbringt mit 11 auf 30, sage ich jetzt mal, oder ja, er hat wahrscheinlich keinen Platz 30, 11 auf 20. Und nachher, anhand von der Drehzahl und der Rädchengrösse, was haben wir dort für eine Geschwindigkeit? Und dann kann ich bestimmen, was ich da hinten brauche. Oder? Am Anfang habe ich gemeint, es gibt wahrscheinlich keine Möglichkeit, eine Achse zu machen. Aber, wenn ich das jetzt so anschaue, da ja der, ja, es wird eng, es wird abartig eng. Aber ich muss auf jeden Fall da möglichst weit vorne kommen. Das heisst, mit dem Auspuff gerade so weg und dann da runter und irgendwie unten rum. Eben, das gibt eine hure lustige Geschichte. Jetzt sehe ich aber bereits, ich habe die Möglichkeit, um hier eine Achse zu machen. Das habe ich nicht erwartet. Aber wenn ich jetzt die Achse hier habe, sage ich, dann habe ich Platz für etwa ein 20er Ritzel. Immerhin. Dann dürfen aber die Rädchen nicht mehr Durchmesser haben als 160 mm. Es gibt so hohe Scheissrädchen da. So kleine Dingerli, oder? Ob das Rad so gross ist oder so gross ist, macht natürlich einen riesen Unterschied in der Geschwindigkeit. Je grösser das Rad, umso weiter der Weg pro Umdrehung, oder? Das tun wir aber rechnen. Und ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt zuerst mal das Rämchen, machen die Grundplatte, CAD zeichnen, dann tun wir das Ganze fotografieren mit der CAD-Zeichnung, mit den Fotos und schreiben diesen Jungs und Mädels nochmal ein E-Mail und sagen, schau, wir sind dran, so sieht das aus. Und dann, wenn die es okay geben, dann können wir richtig rein. Legt euch warm an, wir gehen in die Schweisse runter. Also, ich habe jetzt hier schnell so eine typische Skizze gemacht. Ich mache jetzt den Rahmen 390 auf 390. Das heisst, ich habe pro Seitenwand noch 5 mm. Ich sage 4 Elemente in Gärung, das heisst 45 Grad zusammenschweissen. Das ist am stabilsten. Wunderbar. Rundum habe ich so eine Facette geschliffen. Wenn ich hier die zwei zusammenhebe, dann sehe ich, da hat es eine Kerbe. Und dann kann ich die wunderbar mit dem Tick schön bis in die Tiefe verschweissen. Dem sagt man sogenannte Kehlnaht. Jetzt habe ich hier natürlich das lässiges altes Tool. Das ist leider nicht ganz so porno wie gedacht. Das ist nicht so. Gut, aber es hebt. Aufpassen. Scheiße. Nein, jetzt hat es so schöne Maschinen gekostet. Gott verdammt sich. Es ist immer irgendetwas. Die Schweissmaschine ist ausgestiegen, so wie es aussieht. Schauen wir dann an, warum. Wir haben das zum Glück noch erreicht, was ich wollte. Das ist der robuste Grundrahmen, eben mit dem 30 x 3 mm Vierkantrohr. Ist klar, hat das eben die 15 bis 20 mm Luft. So was da. Dann der Motor kommt da möglichst weit führen. Dann gibt es Grundplatten aus 5 mm Stahl. Dann gibt es da unten noch 4 Haltelaschen, dass der Motor wirklich schön sauber dort rein sitzt. Und was auch noch wichtig ist, die Haltelaschen, die müssen einen Schlitz haben. Weil wir müssen ja mit dem Motor quasi Ketten spannen. Oder? Weil die Achse, die mache ich so satt hinten an, dass dort nichts machen darf. Also, Motor muss man 10 mm nach vorne ziehen, um die Kette zu spannen. Rädchen und das Hinterachsli. Je nachdem, wie wir dort unterwegs sind,
muss ich die Rädchen selber machen. Es wird nichts geben in dieser Grösse. Aus Stahl oder aus Aluminium etwas machen und etwas aufgummieren lassen. Ich habe eine verdammte Scheissfreude, weil es gibt einen Weltrekord. Das kann ich euch jetzt schon garantieren. Ich bringe das an. Und ich setze ein paar Knöchel aufs Spiel, wenn ich mit dem Ding fahre. Weil, das ist ja nicht nur einmal schnell dort die 500 Meter fahren. Nein, nein. Das muss man testen. Dann merkt man, oh, da ist da etwas nicht gut, dann muss man es wieder testen, dann muss man da noch etwas anpassen. Also ich werde 20 Mal auf dem Ding oben hocken und mit einem 80er, 90er durch die Gegend sausen. Ja, wenn jemand noch ein schönes Lederkombi hat, die Grösse Triple X, könnt ihr euch gerne melden. Es muss aber gut sein. Ihr seht, wenn ich sogar Lederkombi, Helm, das gibt wahrscheinlich sogar einen Nackenstütze, also einen Nackenschutz, Rückenpanzer etc. Also da lege ich das volle Programm an, um möglichst das Übelste zu vermeiden. Oder? Weil das wissen ja, das Teil da hinten ist relativ wichtig in unserem Körper und das muss man wirklich schauen, dass das nicht wegen so einem Seich in die Hose geht. Herrlich! Gute Freude. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt dran. Ich hoffe, ihr findet das Projekt auch so geil wie ich. Bis in 2 Wochen. Tschüss zusammen!